Hallo, wir melden uns hier aus dem wilden Köln-Ehrenfeld. Und das hier, das bin ich. Ich bin Martin, Sänger, Autor und Labelchef der Kölner Indie-Kapelle Fortuna Ehrenfeld. Wir wollen uns heute gemeinsam ein bisschen umschauen. In Köln, in NRW, in Düsseldorf, auf der ganzen Rheinschiene bis ins Ruhrgebiet und ein paar Geschichten erzählen, wie eins zum anderen kam. Die Band gibt's noch gar nicht so lange. Und auch wenn man mir das nicht ansieht, ist es eine sehr junge Kapelle. Erst haben wir uns durch die Kölner Kneipen gespielt und sind in einem alten, schrottigen Benz durch die Republik gefahren. Wir haben so ziemlich alles gespielt, was ging. Unibühne, Punkrock-Club, irgendwo auf der Wiese, egal. Da wo eine Steckdose war. Wir haben nicht schlecht gestaunt, als dann schon so coole Läden wie das Kölner Backes plötzlich voll waren. Für heute lässt das große Universum uns kleine Menschen für Momente. Wir konnten es überhaupt nicht glauben, als eine Schlange im ausverkauften Gloria in Köln bis zur Kirche am Neumarkt reichte. Im nächsten Jahr der Konzertkran. Irre. Ein ganzes Schiff liegt ab. Ein ganzes Schiff mit gut gelaunten Menschen, die das abfeiern, was wir spielen. Und wir mussten uns gegenseitig mit einer glühenden Forke pieksen, als plötzlich mitten im pandemischen Chaos die Kölner Philharmonie ausverkauft war. Ist die Welt gar nicht so scheiße? Wer sich schon immer für diese Geschichte interessiert hat und von Anfang an dabei war, ist der Kölner Journalist Tibet Zinja, absoluter Musikfanatiker und chronischer Konzertgänger. Der hat schon damals mit die ersten mini-kleinen Fortuna-Konzerte gesehen und war immer wieder dabei, wenn der Rock'n'Roll-Gott, so es ihn denn gibt, uns eine Schippe Sand unter den Arsch geschaufelt hat. Und heute treffen wir uns im Freaky 25 Hours Hotel mitten in Köln über den Dächern der Stadt, die über die Jahre hinweg meine Heimat geworden ist, um das Ganze mal ein bisschen Revue passieren zu lassen und zurück, aber auch nach vorne zu schauen. Muss man als Künstler, Künstlerin, Köln, das Ruhrgebiet, alles das, was hier so im Umfeld ist, muss man das auf eine bestimmte Art nutzen, um aufzusaugen? Kann man Fehler dabei machen? Kann man es falsch nutzen, das, was einem hier angeboten wird? Diese ganze Region ist in einem dramatischen Wandel und es liegt an uns, was wir daraus machen. Ich kann nur für mich sprechen, wir haben im pandemischen Wahnsinn eine Plattenfirma gegründet, weißt du? Mich hält hier gar nichts auf. Das heißt, wo andere Leute gedacht haben, Achtung, haben ich und die wenigen Vertrauten, mit denen ich das mache, haben gesagt, jetzt geht's erst richtig los. Weil so tough die Zeiten gerade sind, auch wegen Corona, harte Zeiten bieten immer eine enorme Chance zum Aufbruch. Wir fahren heute ins Ruhrgebiet, nach Essen, in die Zeche Karl. Markus Kalbitzer war einer der ersten Mutigen, die uns gebucht haben, obwohl uns noch keine Sau kannte. Wir sind hier mit der Zeche Karl sozusagen früher Herz des Stadtteils gewesen. Das ist eine alte Arbeitergegend hier, der Essener Norden, Essen-Altenessen. Und ja, wir arbeiten daran, auch weiter Herz des Stadtteils zu sein und hier eben pulsierendes Leben zu schaffen, auf vielfältige Art und Weise. Ist das nicht ein Vergnügen, ein Ort, wo früher Blut, Schweiß und Tränen geflossen sind, jetzt einfach mit den Leuten einfach lachende Gesichter zu zaubern? Ja klar, also ich meine, es war früher ein Moloch aus Feuer, aus flüssigem Roheisen, aus Hitze. Und jetzt ist es eben eine andere Form von Moloch, und Hitze. Nämlich Hitze und Klänge. Ja, genau. Moloch, ein Moloch aus Hitzen und Klängen. Wenn du so willst. Fortuna Ehrenfeld. Ich habe hier was erlebt und ich möchte das heute auswaschen. Ich möchte, dass das wieder mit guter Energie gefüllt wird, obwohl es auch nie eine schlechte hatte. Wir haben hier beide eine Situation erlebt, von der wir euch erzählen wollen. Und zwar haben wir das erste Mal, dass wir mit Fortuna Ehrenfeld hier gespielt haben, das war unsere erste Tournee. Das war ein Entstehungsjahr, da muss, glaube ich, jede Band mal durch. Ne? Also glaubt man nicht, dass das jetzt irgendwie was Besonderes wäre. Man nennt das auch durch den Spinat gucken. Aber wir waren hier in der Zeche Karl auf unserer ersten sogenannten eigenen Headliner-Tournee und der Vorverkauf war brachial schlecht. Und wenn wir mal uns diesen Saal anschauen, der sieht deutlich unbedrohlicher aus, wenn man das mit den Stühlen sieht. Wenn der leer ist, Alter, du kommst hier rein und denkst so, was soll denn das werden?
Und ich werde es nie vergessen und dafür bin ich halt auch gekommen, um mich zu bedanken. Nach dem Konzert und auch unmittelbar vorher kam der Markus zu uns und hat gesagt, pass auf, seid nicht traurig. Die haben uns dann so Bistro-Tische dahin gezeigt. Wie viel waren es dann am Ende? Ich glaube 18 waren 18 Zahlen sind in einen Saal, wo gerne mal 600 Leute reingehen. Ne? Das sieht echt scheiße aus. Das Ende vom Lied war, dass wir ein fantastisches Konzert haben, weil zum einen haben wir damals gelernt oder wir haben auch das Credo für uns erfunden. Und wenn da nur 2 Leute stehen, wir spielen so gut wir können. Und das Interessante war es, und deswegen ist dieser Ort hier für mich ein besonderer und deswegen haben wir den auch ausgewählt, als es darum ging, was zeigen wir von unserer Region. Das Besondere war, dass so Haudegen wie der Markus, die kommen dann und sagen, pass mal auf, das kann mal schief gehen, aber sowas tragen wir mit, weil Kunst muss aufgebaut werden und Kunst braucht auch manchmal Zeit. Und das klappt nicht alles vom ersten Moment an. Irgendwann ist dann auch jeder Kamm geblasen. Irgendwann ist auch der letzte Bums lackiert. Das Leben ist ein Ponyhof und ich hab grad begriffen, dass das so und halt nicht anders funktioniert. Wir machen durch bis morgen früh und singen irgendwas vom jungen Dr. Dre. Liebe Freunde, mein Karma ist reingewaschen. Ich bin an den Ort zurückgekehrt, der mein größtes Waterloo zu werden drohte und lediglich der Beginn einer schönen Geschichte war. Das, was wir erzählen wollen in diesem kleinen Film, sind schützenswerte Lebensräume für uns Künstler, aber auch für die, denen das im besten Falle gut tut, nämlich alle, die da dran hängen. Wann ist dann auch jeder Kamm geblasen? Bis bald in der Zeche Karl. Das Leben ist ein Streichelzoo und ich habe jetzt begriffen, dass das diesmal wohl auch so funktioniert. Auf dem Rückweg wollte ich unbedingt noch in Düsseldorf vorbei und Laura von Urban Nana einen ganz besonderen Ort zeigen. Und ich habe gesagt, komm, wir fahren zum NRW-Forum. Deine Kinder schreiben Sunday mit AE. Dein Bruder pisst Heil Hitler in den Schnee. Und er hat gesagt, ja, kenne ich. Hier habe ich nämlich gerade eine Ausstellung über Augmented Reality am Laufen. Und dann hat sie mir ein paar wirklich tolle Objekte gezeigt. Die digitale Revolution und wir mittendrin. Ich habe den gepixelten Heini so lange belabert, bis er noch den Fortuna-Newsletter abonniert hat und ihm eine Vinyl verkauft. Und dann sind wir gleich weiter zum Ort des Geschehens. Und da ist Folgendes passiert. Genau an diesem Ort hat mitten in der Pandemie ein wundervolles Festival stattgefunden. Die Stimmung war ausgelassen und in Champagnerlaune. Während wir gespielt haben, habe ich bemerkt, dass nicht nur die Leute vor uns das Konzert genossen haben, sondern auch oben an der Tonhalle, auf der riesigen Terrasse, auf diesen Steinstufen, waren plötzlich ganz viele Leute. Und ich habe hier waren große Verstärkertürme und ich habe die haben alles gehört, was da passiert ist. Ich habe die angesprochen, ich habe gesagt, so Leute, herzlich willkommen bei diesem Konzert, ihr dürft gerne zuhören, aber Vorschlag, jeder spendet dann 5 € an Sea-Watch. Was ich damals überhaupt nicht gerafft habe, ist, da war einfach Pause in der Tonhalle und ich dachte, die sitzen da, weil schönes Wetter ist. Und siehe da, in den nächsten Tagen flatterten tatsächlich ein paar Spendenbelege ein. Das hat mir das Herz erwärmt. An der Brücke wollten wir noch einen Song aufnehmen, aber Straßenlärm, Wind und Temperaturen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben entnervt abgebrochen. Ja, aber Ton ist super, weißt du? Ich meine, guck mal hier, die Scheiße, die Verbrenner müssen von der Straße. Hast du das nicht? Und sind lieber an die Fortuna-Boot gegangen, Kaffee trinken. Dein Bruder pisst Heil Hitler in den Schnee. Deine Mutter legt den Arsch der Barbarei. Unsere eloquenten Jahre sind vorbei. Unsere eloquenten Jahre sind vorbei. Das war Düsseldorf. Und jetzt ab zurück nach Köln. Trockne deine Tränen, sonst laufen sie davon, denn du wolltest rocken. Zurück im 25 Hours Hotel haben wir uns ein bisschen gemütlich gemacht vom Kamin und sind ins Plaudern gekommen. Ich habe dieses Jahr meinen ersten Roman veröffentlicht mit der grenzgenialen Sophia Fritz zusammen. Da geht es viel um Wein, aber auch viel um Musik. Und dabei ist mir gleich noch eine Soloplatte aus dem Kopf gefallen, weil dieser Roman besteht aus so vielen kleinen und feinteiligen Geschichten. Mal absurd, mal fiktional, mal tief traurig. Diese Geschichten sind mir so heftig in der Brust und im Herz rumgegangen. Ich musste mich wirklich nur noch ans Klavier setzen und das alles auf die Tasten pullern lassen. Ich wollte immer mal eine Platte machen, wo du auf Start drückst, machst das Licht aus, streckst alle Viere von dir, machst die Augen zu, trinkst ein gutes Glas Rotwein und lässt das einfach mal so durchrauschen. Wie eine Decke, die sich auf dich legt, die dich, Achtung, ich werde jetzt sehr romantisch, die dich wärmt. Ich glaube, dass diese Platte ein riesen Trostpflaster ist, ohne auch nur inhaltlich einen wirklichen Kontext zu haben über die Scheißsachen, die jetzt vielleicht passiert sind. Aber jetzt kommt der Fortuna-Twist und der alte Fortuna-Trick. Ich schreibe es dann immer so offen, dass es auch auf andere Situationen anwendbar ist. Und ich glaube, dass diese Platte ein gewaltiges Trostpflaster ist für
alle, die mal einen ruhigen Moment brauchen, die vielleicht gerade einen Marathon laufen. Am Brüsseler Platz weht von fern ein Akkordeon. Ach, guck mal, da winkt noch mal vom Balkon. Die Müllmänner zischen ne Kippe am Eck und pfeifen den Rauch in die Luft. Dieser Duft und dieser Blick, komm, lauf schnell und bring mir nur diese Sekunde zurück. Komm, lauf schnell und bring mir nur diese Sekunde zurück. Der Barkeeper schnappt nach den Fliegen und fängt sie doch nie. Ach guck mal, die Moni trägt jetzt Mini-Pli. Vielleicht liegt's ja auch nur am Marillenlikör, dass ich wieder an dich denken muss. Dieser Kuss und dieser Blick, komm, lauf schnell und bring mir nur diese Sekunde zurück. Und vom Brüsseler Platz weht von fernem noch dieses scheiß Akkordeon. Ach guck mal, da springt der Dieter vom Balkon. Manchmal bilde ich mir ein, dich gesehen zu haben. Kommst geschlendert da vorne ums Eck. Irgendwo und irgendwann, wir treten der Zeit in den Arsch und halten sie an. Wir treten der Zeit in den Arsch und halten sie an. Als wir hier unten reingekommen sind, du kommst durch dieses Foyer in diesem Hotel, total vielfältig. Es gibt Platten da unten, es gibt Geschenke, was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Vielfältig. Es ist so ein bisschen vielfältig wie Köln. Köln ist eine vielfältige Stadt. Aber wo macht sich das für dich irgendwie bemerkbar? Ja, ich glaube, alles über 200.000 Menschen ist ein Melting Pot irgendwie. Ne? Also es gibt ja kaum eine Stadt in Deutschland, wo sich da nicht verschiedenste Dinge, wo die kollidieren, sei es kultureller Natur oder. Ne? Und das ist bekannt, dass es in Köln schon lange so ist. Sowas zieht auch Menschen an, sowas produziert und provoziert auch Probleme. Und überall, wo Reibung ist und wo Probleme sind und wo Dinge anecken und sich aneinander stoßen und dann doch wieder vertragen, ist Stoff für Lieder natürlich. Ne? Und da würde ich mal sagen, ist mit einigen anderen Stadtteilen Ehrenfeld natürlich ganz vorne mit dabei. Ne? Da crashen schon ganz gut die Sachen aufeinander. Mal im Positiven, mal im Negativen. Das ist für einen Künstli ein super Schwimmbecken natürlich, das ist ja kein Geheimnis. Und wie sieht der Kosmos aus, in dem du dich hier bewegst? Ist das Ehrenfeld? Ist es sozusagen dieser Ehrenfeld-Kosmos oder gibt es unterschiedliche Bereiche? Ich glaube, wenn du mich so GPS tracken würdest, ne? Und dann würde man so übers Jahr, also entweder ich sitze im Tourbus und verlasse die Stadt, wenn du mich aber GPS tracken würdest in Ehrenfeld, dann wäre das, glaube ich, also von oben betrachtet so ein totaler Knubbel, wo du gar nicht siehst, ist der überhaupt einen Meter gegangen. Und das wäre, ich wohne so Downtown Ehrenfeld, so Richtung Neptunbad, und dann würdest du immer sehen, Bäckerei, Bioladen, Neumanns Fußball gucken, EDP abhängen, und das wären aber, glaube ich, also das ist ein sehr kleiner Zirkel, in dem ich mich bewege. Also ich glaube, ich bin höchst provinziell. Man sagt ja auch immer, der Kölner verlässt sein Viertel ungern. Ich glaube, ich habe eine höchst provinzielle Denke mir beibehalten, weil ich ja so ein altes Landei bin. Und das empfinde ich aber in vielen Großstädten so. Ne? Ich glaube, je größer die Stadt, in Berlin beobachtet man das auch, je größer die Stadt, desto kleiner sind die Kreise, in denen die Leute sich bewegen, weil sie auch irgendwas haben wollen, was vielleicht ein Töpfchen Heimat ist. Ne? Und so geht mir das. Also ich bin jetzt gar nicht der permanent seine Stadt neu erkunden geht. Ich hänge da schon sehr viel in Ehrenfeld rum. Also jetzt hier, wo wir sind im 25 Hours, das ist ja so die Demarkationslinie, ne, zwischen da ist Innenstadt und da sind die Veedel. Viel weiter trauen wir uns nicht. Wir Veedels, Dudes und Dudetten.
Also viel weiter nach innen, das ist dann schon, da kommt der Touri-Laden. Wieso, was droht hier? Der Tourismus oder was anderes? Gar nicht. Ja. Das ist ja auch so ein altes Vorurteil. Ne? Ja. Ich habe früher mal sehr gute Kollegen gehabt im Musical Dome und die haben immer um 11:30 Feierabend. Und dann bin ich immer, jeder Kölner sagt, geh nicht in die Altstadt, da sind nur hier Touristen und sowas. Ne? Was für ein Bullshit. Ne? Und dann habe ich mich mal eine Zeit lang wirklich da bewegt. Da triffst du eigentlich sehr viel urkölsche Kultur. Guten Morgen, Ehrenfeld, komm, schaufel mir mein Grab. Die Nacht lackiert die Stunden und der Tag schleift sie dann ab. Die Nacht lackiert die Stunden. Man darf nie vergessen, wann und wo dieses Lied entstanden ist. Es ist mitten in der Pandemie entstanden. Absolut. Mitten in der Zeit, in der jeder für sich war. Und du warst auch dabei, als ich die erste Skizze, ich habe gesagt, das verwerfe ich, das wandert in die Tonne, Ja. weil ich dachte, das steht mir nicht, dieses Lied. Ja. Und da warst du nämlich dabei, ich wollte das wegschmeißen und du warst einer der Ersten, die gesagt haben, bist du eigentlich bescheuert, das kannst du nicht wegschmeißen. Ja. Jetzt kommen hier die Geheimnisse zutage. Ah, so jetzt. Vom Bickendorf nach Pankow ist nur ein kleines Stück. Das Imperium, es schlägt nicht mehr, es rudert jetzt zurück. Wir schreiben jetzt eine neue Geschichte, sonst wird das Herz zu schwer. Der Arsch geht vorne weg und der Rest an der Bahn hinterher. Der Wille der Natur heißt Disco, Disco. Der Wille der Natur ist sanft und klar. Lüneburger Heide, San Francisco. Now shake your booty, booty. Shake your booty down. Der Natur heißt Disco, Disco. Der Natur ist sanft und klar. Lüneburger Heide, San Francisco. Shake your booty, booty, shake your booty, shake your booty down. Und auf einmal fängt hier alles an zu leuchten. Erst mal scheißegal und dann mal schauen und dann mal schauen. Angst vor Fliegen hat nichts zu bedeuten. Now shake your booty, booty, shake your booty, shake your booty, booty, shake your booty, shake your booty, booty to the ground. Naja, was soll ich sagen? Ganz schön was los hier. Als ich vor ein paar Jahren mit Mitte 40 gesagt habe, so, ich gründe jetzt eine Band und gehe auf die Bühne, da haben viele Freundis und Kollegis gesagt, jo Digga, gute Reise. Und ich habe gesagt, danke. Und siehe da, die Reise war gut. Die Reise ist gut. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Dinge im Leben in Bewegung bleiben. Der Umkehrschluss funktioniert nicht. Und für mich fühlt sich das gerade alles an wie ein Anfang. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Lametta, bis alle Flöhe wieder im Zirkus sind. Und meiner da oben, der trampelt schon wieder auf dem Parkett rum und schreit nach Futter. Whatsoever, join the Schala Movement. Und wo immer ihr gerade seid, Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet, Timbuktu, mir doch scheißegal. Warte mal, was machst du am Freitagabend? Kommst du?